Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In seinem Buch über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte, befasst sich der renommierte Autor Axel Hacke mit der Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Leichtigkeit im Alltag. In einer Welt, die zunehmend von Druck, Ängsten und Unsicherheiten geprägt ist, stellt sich die Frage, wie Menschen dem Alltag gelöst und mit einer gelassenen Haltung begegnen können, ohne dabei oberflächlich oder verantwortungslos zu wirken. Hacke widmet sich dieser komplexen Thematik mit Feingefühl und Charme, indem er persönliche Anekdoten, philosophische Überlegungen und humorvolle Betrachtungen geschickt miteinander verbindet. Er geht der Frage nach, warum gerade in Krisenzeiten Heiterkeit ein besonders wichtiges Gut sein sollte und welche Strategien Menschen helfen, eine optimistische und positive Grundeinstellung zu bewahren. Dabei erläutert er auch, was Heiterkeit eigentlich bedeutet und warum sie keinesfalls mit Gedankenlosigkeit, sondern vielmehr mit Klarheit und bewusster Haltung dem Leben gegenüber zu tun hat. Dieses Buch lädt den Leser ein, über persönliche Einstellungen nachzudenken und eröffnet neue Perspektiven, den Herausforderungen auf sanftere Art und Weise zu begegnen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Bedeutung der Heiterkeit in der Krise. Axel Hacke betont, dass in schwierigen Zeiten gerade Heiterkeit ein entscheidendes Mittel darstellen kann, Krisen zu bewältigen. Dabei handelt es sich nicht um banalen Humor oder Oberflächlichkeit, sondern vielmehr um die Fähigkeit, eine lebensbejahende Perspektive einzunehmen und Schwierigkeiten mit Abstand und emotionaler Intelligenz zu begegnen. Heiterkeit erlaubt uns in Herausforderungen auch immer Chancen und Lernmöglichkeiten zu erkennen und uns nicht von Ängsten überwältigen zu lassen. Hacke erläutert dies anhand zahlreicher Beispiele aus eigenem Erleben sowie aus der Beobachtung seines Umfeldes. Ein wichtiger Punkt, den er betont, ist die Tatsache, dass gerade in einer Krise humorvolle und gelassene Menschen deutlich widerstandsfähiger und flexibler mit veränderten Umständen umgehen können. Zweitens, was bedeutet Ernsthaftigkeit wirklich? Der Begriff Ernst des Lebens wird häufig missverstanden und oftmals als Synonym für eine Art schwere, strenge und kompromisslose Disziplin verstanden. Der Autor hinterfragt genau dieses Verständnis und hebt hervor, dass Ernsthaftigkeit im Sinne von Bewusstheit, Klarheit und Tiefe verstanden werden sollte und keine gegenteilige Haltung zu Heiterkeit darstellen muss. Vielmehr kann wahre Ernsthaftigkeit eine Haltung von echtem Engagement und Verantwortungsbewusstsein gekoppelt an Offenheit und Humor bedeuten. Hacke führt dem Leser vor Augen, dass ernsthafte Menschen keineswegs ausschließlich grimmig oder verbittert sein sollten, sondern ernst zu nehmen bedeutet, Herausforderungen mit klarem Kopf und positiver Haltung zu begegnen. Drittens. Die Rolle von Humor und Leichtigkeit im Alltag. Im Alltagstrott verliert man oft schnell den Blick für die wichtigen kleinen Momente und ihre wertvollen Erkenntnisse. Humor und Leichtigkeit können ein wesentlicher Beitrag sein, um das Leben bewusster wahrzunehmen und alltägliche Belastungen zu mindern. Hacke schildert hier, wie gezielt eingesetzter Humor Stress reduziert und gleichzeitig Kommunikation verbessert. Er führt wissenschaftliche Erkenntnisse an, die belegen, dass Lachen gesundheitsfördernd wirkt und positive soziale Verbindungen schafft. Er plädiert dafür, Freude und Humor auch im Alltag bewusst einzubauen und ihnen ausreichend Raum zu geben, um eine optimale Balance zwischen Pflicht und Freude zu erreichen. Viertens. Achtsamkeit als Mittel zur inneren Balance. In stressigen Situationen fehlt es oft an innerer Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Hacke hebt hervor, dass gerade Achtsamkeit eine wesentliche Technik sein kann, um die innere Balance zu stärken und schwere Zeiten besser zu meistern. Er betrachtet Achtsamkeit als bewusstes, reflektierendes Beobachten und wertfreies Annehmen der eigenen Gefühle und Gedanken. Er zeigt dem Leser, wie wertvoll eine regelmäßige Praxis von Achtsamkeit und Selbstreflexion auch in Verbindung zur eigenen Heiterkeit und Leichtigkeit sein kann. Durch konkrete Beispiele und Anregungen vermittelt Hacke praktische Hilfestellungen und vermittelt überzeugend, wie umfassend der Nutzen von Achtsamkeit im täglichen Leben ist. Schließlich Balance zwischen Verantwortung und Lebensfreude.
Weiterhin erläutert Axel Hacke die Notwendigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Lebensfreude nicht als gegensätzliche Pole zu betrachten, sondern in Einklang zu bringen. Verantwortungsvoll leben heißt nicht automatisch, ein Leben voller Verzicht und Schwere zu führen. Vielmehr zeigt Hacke auf, dass echtes Verantwortungsbewusstsein auch bedeutet, auf die eigene Lebensenergie, Zufriedenheit und psychische Gesundheit Acht zu geben. Wer vollständig auf Freude verzichtet, handelt möglicherweise sogar verantwortungslos sich selbst gegenüber. Er betont, dass nur ein ausgeglichener Mensch, der achtsam auf seine Grenzen und Bedürfnisse hört, langfristig Verantwortung tragen und dabei produktiv und glücklich sein kann. Hackes klare Argumente und nachvollziehbare Strategien helfen Lesenden, ihre persönlichen Vorstellungen von Pflicht und Leichtigkeit neu zu betrachten und sinnvoll miteinander zu kombinieren. Zusammenfassend: Dieses Buch eignet sich hervorragend für alle Leserinnen und Leser, die in Zeiten von Stress, Unsicherheit oder persönlicher Krise Wege suchen, um eine innere Ausgewogenheit zwischen Ernsthaftigkeit und Freude im Alltag wiederzufinden. Axel Hacke gelingt es, wertvolle lebenspraktische Einsichten charmant und ohne erhobenen Zeigefinger zu vermitteln. Die Leser werden dazu inspiriert, die eigene Haltung zum sogenannten Ernst des Lebens neu zu bewerten und Möglichkeiten zu entdecken, wie gerade in herausfordernden Zeiten eine heitere, positive Perspektive sinnvoll und dauerhaft etablierbar ist. Die Besonderheit des Werks liegt darin, nicht in abstrakten Theorien zu verharren, sondern praxisnah und lebensnah mögliche Lösungen aufzuzeigen. Dadurch hebt es sich klar von anderen Ratgebern ab, die häufig auf starre Konzepte oder eindimensionale Lösungsansätze setzen. Kurz gesagt, die Stärke dieses Buches liegt nicht nur in den praktischen, lösungsorientierten Inhalten, sondern vor allem auch in Hackes einzigartigem, fesselndem Erzählstil, der die Lektüre überaus angenehm und nachhaltig bereichernd macht. Wenn Sie unterstützen möchten Axel Hacke, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.